Wir haben 2 Folteropfer gefunden in Europa. Wir nennen sie Tolga und Ali. Beide sind Anhänger der Gülenistenbewegung, die von dem türkischen Präsidenten Erdogan verfolgt wird. Bei der Arbeit mit diesen beiden Opfern ist mir eigentlich klar geworden, welche unterschiedlichen Interessen man als Journalist bei solchen sensiblen Geschichten ausbalancieren muss. Es sind bewegende Geschichten, die sie zu erzählen haben. Es sind auch bewegende Charaktere. Man kann sie aber dem Leser, und das fand ich schade, gar nicht richtig nahe bringen, weil ein Interesse, das man sozusagen verfolgen muss, ist natürlich der Quellenschutz. Sie sind sehr gefährdet. Der türkische Geheimdienst sucht sie wahrscheinlich. Deswegen darf man wenig preisgeben. Auf der anderen Seite muss man als Journalist natürlich die Glaubwürdigkeit der beiden so gut es geht überprüfen. Es sind sehr schwere Vorwürfe, die dort erhoben werden von den beiden. Sie werfen der Türkei vor, sie in Black Sites verschleppt zu haben, sie dort sehr schwer gefoltert zu haben. Und diesen Vorwurf muss man überprüfen. Und dadurch, dass man nicht in die Öffentlichkeit treten kann oder Behörden ansprechen kann und sagen, stimmt das, was die beiden sagen, ist es schwer, das zu überprüfen. Und wir haben versucht, sozusagen diesen schmalen Pfad, so gut es geht, zu gehen, indem wir mit vielen Leuten grundsätzlich über das Vorgehen der türkischen Behörden, wie es geschildert wird, zu sprechen. Wir haben Tolga und Ali jeweils mehrmals getroffen. Beide reagieren sehr unterschiedlich, wenn man sie befragt zu dem, was sie erlebt haben. Tolga ist sehr emotional, er weint sehr viel. Ali hingegen ist sehr nüchtern, schildert die Folter, wie er sie erlebt hat, sehr nüchtern und distanziert. Beide scheinen also unterschiedlich mit dem, was sie erlebt haben, umzugehen. Und gerade bei Tolga, den wir zunächst in einem Café getroffen haben, dann haben wir ihn an Orten getroffen mit mehreren Leuten, mit mehreren Journalisten, auch unseren Partnern, mit denen wir dieses zusammen recherchiert haben, an Orten, wo uns niemand beobachten kann. Also wir haben Hotels gesucht, durch die man in eine Tiefgarage mit einem Kamerateam fahren kann, damit das nicht so auffällig ist. Und die Gespräche waren natürlich sehr schwierig, weil Tolga viel geweint hat, weil er sehr emotional war teilweise. Trotzdem hat er sich sehr bemüht, das, was ihm passiert ist, klar zu schildern. Gerade wenn es um seine Familie ging, war er immer wieder sehr emotional, weil er auch immer wieder bedroht wurde. Damit sagt er, dass seiner Familie das Gleiche angetan wird wie ihm. Aber diese Gespräche mussten wir führen, um sozusagen auch die Glaubwürdigkeit von Tolga und Ali einschätzen zu können. Was mich an diesem Entführungsprogramm des türkischen Geheimdienstes eigentlich am meisten interessiert hat, ist, wie öffentlich es ist. Man erinnert sich an das Entführungsprogramm der CIA, was erst über Jahre hinweg nach und nach durch die Arbeit von Medien aufgedeckt wurde und nach und nach eigentlich kam erst das ganze Ausmaß heraus. Hier ist es so, dass die Entführungsopfer, wenn sie einmal in die Türkei zurückgebracht worden sind, auch mit Maschinen des türkischen Geheimdienstes, ihre Fotos wie Trophäen in der türkischen Presse präsentiert werden. Und es ist auch so, dass Länder, aus denen die Leute entführt werden, da die Behörden mitarbeiten. Und es findet sozusagen ein Stück weit in der Öffentlichkeit statt. Trotzdem empört sich niemand, weil es eben Länder sind wie der Kosovo, wie Malaysia, wie Aserbaidschan, afrikanische Länder, die einfach sehr, sehr weit weg sind vom Bewusstsein der Öffentlichkeit in Europa. Und deswegen empört sich in der europäischen, in der westlichen Öffentlichkeit niemand über dieses brutale Entführungsprogramm. Mich hat diese Recherche über die Türkei an meine Zeit vor einigen Jahren in Bahrain am Golf erinnert. Dort war ich während des arabischen Frühlings und habe den ganzen arabischen Frühling in dem Land, der sich wie im Zeitraffer innerhalb von 3-4 Monaten nur abspielte, von den ersten Protesten hin zu einem Aufstand, hin zu dem Moment, wo man dachte, das Regime dort, die Königsfamilie, kann wirklich stürzen, bis hin zu einer Niederschlagung des Aufstands mit Hilfe von saudischen Truppen und dann wirklich das Ausmerzen jeglichen Widerstands, auch mit Folter und Geiselnahmen und Gefangenschaften von tausenden Leuten. Und damals habe ich verstanden, welche Kräfte das in einem Regime auslösen kann, wenn es einmal in den Abgrund blickt und dann aber doch überlebt, wie es bei diesem
Putschversuch in der Türkei vermutlich auch der Fall war im Juli 2016. Und man sieht mit diesem Vorgehen gegen die Gülenisten, diese Hexenjagd in der Türkei, auch rund um die Welt, eigentlich, welche Kräfte da ausgelöst worden sind. Und deswegen bin ich eigentlich auch pessimistisch, dass bei dieser Polarisierung, bei dieser Gewalt die Türkei auf einen gemäßigten Weg eigentlich zurückkommen kann.